Willkommen zurück zu einem weiteren Spiel. Wir spielen schon wieder eine Demo. Wir haben letztens irgendwie ein bisschen Interesse an Demos gewonnen, obwohl ich ja eigentlich generell nicht so der Fan von Demos bin mittlerweile. Aber das ist der Autopsy Simulator. Ihr habt mir in letzter Zeit ziemlich oft vorgeschlagen, dass man den Mortuary Assistant die neue Demo davon spielen soll. Ich habe mir das mal bei Seth angeguckt und ich fand, es waren ein bisschen viele Jumpscares und ein bisschen zu viel typischer Horror. Und ich hatte bei Mortuary Assistants ja irgendwie geschätzt, dass es so ein bisschen Richtung wenn ihr den Film The Autopsy of Jane Doe kennt, die ersten 30 Minuten von dem Film sind atmosphärisch großartig, aber wird dann leider auch so ein Basic Hollywood-Horrorfilm verkackt komplett. Aber das hier ist eine Demo, die jetzt irgendwie zufälligerweise ziemlich kurz nach der Mortuary Assistant Demo rausgekommen ist, wo es anscheinend ein bisschen mehr darum geht, wie ich mir das irgendwie gewünscht hätte. Ein großer Fokus auf den konzentrierten Autopsie-Part mit Horror dazu und nicht vor allem ein Horror-Part. Also das heißt, man muss sich hier wahrscheinlich ziemlich viel konzentrieren und versuchen, halt seinen Job richtig zu machen, während gruselige Sachen im Hintergrund passieren. So stelle ich es mir zumindest vor. Wirkt ziemlich cool, ist glaube ich so 40 Minuten lang die Demo. Ich weiß nicht, wann hier von der Vollversion rauskommt oder irgendwas. Ich habe noch nie von dem Entwickler gehört. Ich habe auch noch nie von der Demo hier gehört, bevor die rauskommen ist. Und ich glaube, bevor einer von euch das in den Kommentaren vorgeschlagen hat, und ich dachte, hey, meinst du nicht die Mortuary Assistant Demo? Weil die geht aktuell ziemlich gut rum. Aber nee, es gibt noch eine Demo, die quasi das gleiche Konzept hat. Aber meiner Meinung nach ein bisschen interessanter aussieht. Deswegen, wir springen rein und schauen, was hier abgeht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, es geht um Autopsien, wie man anhand des Namens vielleicht erkennen kann. No, do not call me anymore. It's none of my business. Okay. Zigaretten. Oh, the cops from Steven's visit yesterday. I don't think he likes my coffee. He barely took a sip. Ist das ein Kaffee? Oh, the cops from Steven's visit yesterday. I don't think he likes my coffee. Oh shit. It's only Thursday. What a rough week, huh? Captain, it's only Thursday. Okay, ich habe mein eigenes Problem, aber ich bin noch nicht so abgestiegen, dass ich während der Arbeit trinke. Warum steht die dann da? Ist ein Geschenk, ne? Ja. Für deinen Dad. Hast du gekauft? How am I supposed to record a lecture for the students now? Feeling completely broken. Okay, wir sollen für unsere Studenten oder Schüler irgendwas aufnehmen, aber wir fühlen uns nicht in der Lage dazu. Hey, das ist Anna Burroughs, eine Reporter für die New Orleans Weekly. Ich konnte dich leider zu Hause nicht antreffen, du warst nicht da gewesen. Ich habe langsam das Gefühl, dass du mir aus dem Weg gehst, Mr. Hanman. Naja, wie Sie auf jeden Fall wissen, würde ich gern... okay. Ein Artikel über die... über die Erfolge ihrer Ehefrau schreiben, die wahrscheinlich verstorben ist, deswegen wir auch keinen Bock haben. Ich würde sehr gerne mit Ihnen drüber reden. Ich habe Ihnen meine Karte zurückgelassen. Ich werde Sie heute Abend nochmal anrufen und ich hoffe, Sie sind dann vielleicht zu Hause oder im Büro. Liebe Grüße, A. Burroughs. Okay, also unsere Frau ist verstorben, wir versuchen unsere Arbeit und Arbeit zu ertrinken, um wahrscheinlich den Schmerz nicht mitzubekommen. Das ist ein cooles Bild. Like it. Okay. Oh, ouch. Love Alice. Ja, wow. Okay. Got it. Schön. Schön, schön, schön. Super, super solides Worldbuilding und Environmental Storytelling innerhalb von den ersten... Don't take my pills. Okay, das ist vielleicht ein bisschen Klischee. Aber cool gemacht. Direkt, wir verstehen den Hauptcharakter, wir verstehen das Setting. Wir verstehen die Welt, in der das hier spielt. Okay, wie kann ich diesem schrecklichen Kreislauf entkommen? Welchem Kreislauf? Wahrscheinlich, was für ein? 1991, okay. Spielt das auch 91? Nee, weil hier ist... Was? 18.05.2022, okay, also das ist einfach irgendwas Altes. Oder ist es einfach nur nicht bedacht, dass das so ein alter Zettel ist? Okay, ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist 30 Jahre vor dem Datum hier. Ja gut. Bis jetzt ziemlich hochwertig, ne? Cool. Auch 1991. Eine weitere, das ist aber eine alte Zeitung. Okay. Eine weitere Person vermisst. Mhm. Unidentifizierte Female. Vielleicht nur ein Zufall oder ist hier irgendwas Größeres am Gange? Okay, mehrere Leute werden vermisst. Man weiß nicht, wer es war. Okay. Aber das ist ja die Frage.
ist das vor 30 Jahren passiert? Wir klingen nicht so, als ob wir vor 30 Jahren schon verheiratet waren. Aber gut, okay. Viel Storytelling, was jetzt wahrscheinlich für die... School diploma. I'm glad it's hanging here, because I can barely remember that time anyway. 1981. Okay, wir sollen also wirklich 60 oder so sein. Wir klingen nur einfach nicht so. Alles klar. Weil wenn wir 81 unser Diplom bekommen haben, werden wir da mindestens 25 oder so gewesen sein. Und 2022 ist in dieser Welt ja okay. Gut. Voice Acting passt dann einfach nicht so, aber das ist ja okay. Gut, ich würde sagen, wir achten jetzt nicht so viel auf die Hintergrundinfos hier, weil es ist nur eine Demo. Das heißt, in der Vollversion werden wir wahrscheinlich die gleichen Infos nochmal bekommen. Und das Spiel wirkt bis jetzt so, als ob es hochwertig genug wäre, dass ich mir die Vollversion hier wahrscheinlich mal anschauen will, wenn die rauskommt. Deswegen, finde ich, muss man sich die ganzen Story-Infos nicht zweimal geben. Oh, okay. So, ich soll ins Bathroom. Naja. Wet Paint, do not enter. Fuck off. It's locked. Ja, na gut. Aber gutes Voice Acting. So oder so. Bathroom. Wir sollen hier unsere Pillen nehmen. Fuck. Where are my meds? Wo sind die denn? Sind das unsere Pillen? Okay. Meine Theorie hat gewesen, dass unsere Frau 91 bei diesem Fall verschwunden ist, aber es wird ziemlich hart, wenn wir seit 30 Jahren so kaputt sind. Dann, ich meine, kann natürlich sein, dass wir seit 30 Jahren pur leiden, aber 30 Jahre wäre eine sehr lange Zeit. Now I can go get the camera. Wo ist denn die Kamera? Storage. Dankeschön, echt lieb von dir. Okay. Storage. Wo ist Storage? Hier. Oh, this place is starting to look like a garbage dump rather than a storage room. Okay. Ah. Ah, natürlich kickt jetzt irgendeine unbekannte Allergie. Meine Augen drehen ein bisschen, aber vielleicht passt das ja zum Spiel. Ich meine, hier ist unsere Kamera. Der Charakter scheint zu leiden, wir scheinen zu leiden. Passt doch alles ganz gut. I hope I won't forget to press the record button this time. Das fühle ich. Das fühle ich. Das ist mir übrigens, wie viele Aufnahmen in meinem Leben habe ich komplett verkackt, weil ich irgendwie nicht aufgenommen habe oder so? Ich überlege gerade. Ich glaube 3 oder 4. Aber das tut jedes Mal genug weh, dass man das niemals vergisst als Creator. I don't even know what this pump is here for. Gute Frage. Okay. Autopsy Room. Dann machen wir mal unseren Job. Warum steht hier das gleiche Schild wie drüben? Let's move on straight to our deceased. Ja, Entschuldigung. Steht hier? Hammond. Okay. Du sollst nicht gehen, bevor du dich selbst eingestempelt hast. Kann ich mal reingehen? This oder? is not the time for a smoke break. Achso, Exit. Entschuldigung. Okay. Wirkt aber... Ach, wir sollen aufnehmen für unsere Studenten. Ah, okay, wir machen so... Wir bringen denen bei, wie das hier... gerade. I'm wondering how the new tripod is going to work. Alles klar. Just frame it properly and... Oh, this should be fine. Eine ziemlich beschissene Perspektive, ne? Was soll dir das? November 21st, 1991. Time, 8:43 p.m. Recording for medical students from the University of Missouri. The autopsy is conducted by Jack Hammond. Ladies and gentlemen, it is always worth having a look at the files before conducting the autopsy. That is where we can find all kinds of clues to what could have potentially happened to the deceased. Okay, das spielt doch 91 und das eine war wahrscheinlich einfach ein Asset, ne? Was einfach deplatziert da rumlag. Okay, also wir haben unsere Frau vor sehr kurzem verloren. Ich nehme alles zurück, was am Anfang war. Das war wahrscheinlich einfach nur ein... Das Asset sollte dann nicht sein. Okay. Techniker kommt... Okay, das Ding funktioniert nicht, ein Techniker kommt demnächst. Okay, alles klar. Gut, wir sollen uns die Notizen durchlesen, um zu schauen, um was es hier genau geht. Well, who do we have here today? Mention the rookie mistakes. Oh yeah, that's right. That's my warrant to sensify you for a few issues. First, due to the fact that in the process of revealing and securing forensic traces, interference that changes the primary condition happens. The photographic documentation plays a huge role in the entire process of examination. Then, the body needs to be placed on its back on the autopsy table. The pathomorphologist stands on the left-hand side of the body. Third,
Very rarely, but still, the cause of death remains unknown if all the tests come out negative. That's the so-called white autopsy. Now remember that it can also happen. Okay, ich glaube, es wird ziemlich komplex und es gefällt mir. Found on the outskirts of a parking lot near a gas station, where he often begged and insistently offered to clean the windows of cars that were leaving the station. The body was found in a dry field drain. A frequent cause of traumatic deaths among the elderly is the various types of accidents, including traffic accidents or falling down the stairs. The body was spotted by a station worker during the morning shift. At first, he thought that someone had thrown rain boots and a coat in a nearby ditch. It took him a moment to recognize a human body laying on its back. Signs of libation could be found around the dead body. Empty bottles, traces of an inept attempt to start a fire, and a scattered makeshift blanket. Okay, ein obdachloser älterer Mann, der in der Nähe von einer Tankstelle dann immer nach Geld gebettelt hat und dann eines Tages von irgendeinem Typen hier in einem Loch gefunden wurde, wo er drin gelegen hat. Okay. Das erklärt ziemlich... Was Select Items mal mir? Achso. Das erklärt ziemlich gut, warum wir Monolog führen, weil wir halt das für unsere Studenten oder halt Schüler oder was auch immer an der Uni aufnehmen, um dem was beizubringen. Finde ich, das ist eine gute Erklärung dafür, warum wir Selbstgespräche führen. So. Das haben wir. The deceased is locally known as Old Toby. Homeless and unemployed for at least a couple years. He had gotten into fights and had been bullied by the problematic youth of the town. He was that type of a man who never kept up alcohol, which caused him to be homeless. As a young man working in a suburban coal mine most of his life, he already abused alcohol, and as the time went by, he'd fall into addiction more. Oh, that's interesting. Although alcohol poisoning as a sole cause of death among the elderly people is relatively rare, different levels of alcohol poisoning happen among 1 in 4 deaths of elderly people, which may suggest that alcohol abuse is a significant issue in this age group. What is important to note, even though alcohol poisoning does not cause death, it does increase the risk of accidents and their following injuries. Okay. Er hatte sehr viel Alkohol im Blut und war bekannt als jemand, der sein Leben lang schon Probleme mit Alkohol hatte. Alles klar. The body was found at 7 o'clock by Sheriff Matthew Thompson. White male, 76 kilograms, 5'8", age unknown. The deceased is a local homeless man named Toby Chambers. His son runs a hardware store. His wife ran away years ago. Local police have talked to residents, so we know more about the deceased. For example, that he loved drinking, and by no means was abstinent. Such clues can direct us to things that are worth keeping in mind during the autopsy. Alles klar. Oh, das gefällt mir, das Spiel. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Found on the outskirts of a parking Jetzt lot habe ich near doch. a gas Kann ich station. nicht die zweite Seite? Found on the outskirts of a parking lot. The body was found in a dry... Ja, das habe ich schon gelesen. Empty. Okay. Okay, Handschuhe anziehen. Wo sind The die? damn gloves. Ja, das Spiel ist richtig hochwertig. Es wird echt stark bis jetzt, Donuts. Alles klar. Geht's aufmachen? Okay. Now we can get to work. We're going to need the camera. It should be here somewhere. Hä? Ja, die ist doch. Wenn's eine andere... Haben wir eine GoPro oder sowas, die wir uns I aufschneiden must have können? left it in one of the drawers. 1991. So. Ja, hier. Oh, wie schön. Richtig schöne Kamera. Let's follow Okay. the procedure and prepare photo documentation. We must follow the top-down rule. Luckily, we don't have to take pictures of the clothes this time. We are only focusing on the body. Let's keep in mind it's all about the legibility, not the perfect frame. Before we start searching for traces on the deceased's body, we have to take a main picture that goes in the files. Seht ihr das so? Top-Down-View Photo. Ich muss dann irgendwo draufsteigen. Wo soll ich denn drauf? Da war irgendwas. Hä? So? Voila! Ach so, Then we na move on gut. to the next step. Trace search. Okay, bestimmte Spots auf dem Körper finden, die ich fotografieren We're kann. going to need better zoom here. More, and that's perfect. Okay. Relevante Stellen fotografieren. Alles klar. Was haben wir fotografiert? Eine Narbe? Und, ich weiß nicht, wodurch das entsteht. Ja, wahrscheinlich eine Brandnarbe oder irgendwas. Gut, haben wir noch was? Nicht wichtig? Nee? Anscheinend nicht. Okay, was haben wir noch? Füße, die Zehen sind sehr am Arsch. Wie zu erwarten. People affected by homelessness most often die from accidents, alcohol abuse, or they freeze to death. Wahrscheinlich- Unfortunately, both suicide and homicide are also quite common.
Die Zähne sind wahrscheinlich eine Mischung aus Alkohol und Kälte, ne? Würde ich jetzt raten. Gut, haben wir an deinen Händen irgendwas? In deinen Händen ist nix. Moment mal rum. Well, you don't have to stand close to be able to smell a strong odor of alcohol and other discharges. There's nothing left to say. Old Toby didn't spare himself. Okay, starker Alkoholgeruch. Da ist im Gesicht irgendwas? Ja. While taking the photos, some entries that could be potentially lethal caught my attention. Let's take a closer look using the magnifying glass. Alles klar. Oh, I love it. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Magnifying from a tool wheel. Wow, 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 wow. Okay, fangen wir an mit seinen Händen. There are frostbite marks all over the deceased's body. Although they are most visible on the tips of his fingers, they can be recognized by the very specific color of the skin. However, the hands tell us much more. Alles klar. Okay, also Zeichen, dass er leichte Erfrierung an seinen Händen hatte. Ich schätze mal gleich, wenn wir... His feet. I assume Toby must have worn uncomfortable and dinky shoes for quite a while. However, such wounds have nothing to do with his death. Unpassende Schuhe lang getragen, auch wie zu erwarten. Okay. An old wound that hadn't healed properly. It must have been some kind of burn or other injury. Nevertheless, it has nothing to do with the potential cause of death. Alte Brandwunde hat nichts mit seinem Tod zu tun. Gut, dann gucken wir uns mal seinen Kopf an. Oder auch nicht? Doch. That's something interesting. While making photographic documentation, ecchymosis can be seen on the deceased man's head. The appearance indicates the intravital nature of the wound. We'll come back later to see if everything is alright with the brain. What do we have here? Okay, interne Verletzung an seinem Kopf. Okay, mögliche Todesursachen. Okay, lange Narbe, möglicherweise Verbrennung. Der ist ja nicht dran gestorben. Okay, leichte Verletzung an Füßen, das ich auch nicht. Okay, Frostbite an Händen, also vielleicht erfroren. Okay, ein sehr starker Geruch, also wahrscheinlich Alkoholvergiftung oder hier eine blutige Verletzung am Kopf, möglicherweise eine Gehirnverletzung. Ich würde denken, dass The condition of the head tells us it could have been a fatal accident. Ich muss alles davon? Oder wie ist das gedacht? Yeah. Ja, ich muss alles The machen. odor can be the result of alcohol intoxication. Okay, also meine Theorien sind bis jetzt eine Verletzung, eine Gehirnblutung, der Alkoholvergiftung wegen dem Geruch, He could be freezing to death. erfroren. By the look of his feet, I assume Toby must have worn uncomfortable and dinky shoes for quite a while. Yeah. However, such wounds have nothing to do with his death. Ja, der unpassende Schuhe werden ihn wohl kaum umgebracht An haben. old wound that hadn't healed properly. It must have been some kind of burn Yeah. or other injury. Nevertheless, it has nothing to do with the potential cause of death. Okay, ich finde es komisch, bei manchen von den Sachen wiederholt er nur, was er eben schon gesagt hat. Ist okay, aber hätte man vielleicht einen anderen Satz sagen können. Irgendwas mit, ja, er ist sicher nicht daran gestorben. Leichte Umformulierung oder so. Aber sehr gut. Okay, wir haben jetzt... At this point, that's all I can do based on all traces on the body of the deceased. The inside should tell me much more. Let's move back to the body. Let's go. Okay, wie... Was soll ich hier machen? Exit? Now let's check the level of muscle tension. This will allow us to establish time of death. Let's raise the deceased's hand. Soll ich machen? Ah. Oh, okay. Testen, wie die Muskeln noch funktionieren, um einschätzen zu können, wann er gestorben ist. Und währenddessen ein bisschen And Gameplay ist eine gute Idee. The stronger the rigor mortis gets, the greater the resistance from the muscles will be. As you can see, the hand falls loose. Er ist noch nicht lange The rigor tot. mortis has already subsided. We can then assume that the time of death stated in the files is correct. Okay, was in den Akten steht, scheint die richtige Todeszeit zu sein. Was machen wir jetzt? Let's grab a scalpel. Skalpell. Okay. Die Steuerung ist ziemlich kompliziert, aber ich glaube, man hätte es auch nicht viel leichter lösen können, weil es ist halt schon sehr viel. With the scalpel. It won't hurt him no more. We always start with the neck and move down towards the symphysis pubis. The incision should be deep. Okay. Next, you separate the skin and prepare to remove the ribs. Wie mache ich das? Chest using hand tool. Okay.
Alles klar. So, du einmal auf und das auch einmal auf. The Schön. adipose tissue has an intense yellow hue. As you probably already guessed, we're going to need the scissors. Die gelbe Verfärbung, ich weiß nicht, wodurch das kommt. Ich schätze mal, ungesundes Leben. Aber, okay, wir brauchen eine Schere. Nein, nicht du. Schere. Loppers. Also, Körperschere. Oh, zu Knochenschere. Okay. Ribcage removen. After removing both cartilage and bone tissues, we are actually interested in two things that you can see at the very first glance. The lack of organ congestion means that, although the deceased was cold, hypothermia wasn't the cause of death. Okay, er ist nicht erfroren. Zumindest nicht die Todesursache. Gut, was machen wir? Magnifier, okay. Muss wahrscheinlich einfach alles untersuchen hier. Einmal. Ja. We can eliminate freezing as the cause of death. Okay, Freezing ist weg. Wie mache ich das weg? Okay, Freezing ist jetzt weg, oder? Was soll ich denn? That's interesting. Frostbite in New Orleans. Actually, the weather this fall has been surprisingly nasty. Wo kann ich das denn? Ach, ich soll hier gar nicht mehr drin sein. Das ist einfach automatisch aufgegangen. Okay. Take out the lungs. Wie nehme ich den raus? Einfach mit der Hand? Wahrscheinlich nicht, ne? Schneidet man die raus? I don't need this tool now. Nein? Nein, bleib mal offen. Entschuldigung. Zoom? Dann... Wie nehme ich den Lungen raus? Ich hätte gedacht, ich schneide die raus, aber anscheinend nicht. Examine the lungs. I don't need this tool now. Entschuldigung, Hände einfach. Ah, okay. Ich dachte, ich hätte die Hände automatisch ausgewählt. So. Finden wir irgendwas an der Lunge? Nein? Wieso? The deceased smoked like a chimney. Let's take a closer look. Hat We sehr see viel geraucht. widespread black and tarry deposits caused by smoking cigarettes. Despite the tragic condition of the lungs, they are not the cause of death. Auch nicht der Grund des Todes, alles klar. Wahrscheinlich wird es halt das Gehirn sein. Aber untersuchen wir erstmal hier was. Okay. Spritze nehmen. Wie kann ich. Now we need to go grab the syringe. Ja. At this point, we need to test the level of blood alcohol concentration of the deceased. We move on to collecting blood from the heart. 5 milliliters from the left ventricle should do it. We also collect the fluid from the deceased to determine the level of alcohol concentration in the vitreous humor. Okay. Wir wollen das Level der Blutvergiftung testen, Now, falls we put es the am Alkohol bladder lag. and draw about 10 milliliters of fluid. Mixer. Keep in mind that you have to set the right time and speed on both knobs before running the centrifuge. Our samples may break into pieces due to the centrifugal force if we set up the wrong coordinates. I myself am terrible with numbers because I suffer from dyscalculia, which is why I always keep the appropriate coordinates at hand. Das ist cool gemacht. Ja, unser Charakter hat eine enorme Mathe-Schwäche, weswegen er sich alles markiert hat und wir wahrscheinlich als Spieler auch nicht unbedingt rauskriegen müssen, was wir machen müssen. Take the note from the pinboard. Wo ist sie denn? Da. Mixer Values. 40 Minuten 75. Ja, ich will das drehen. Ah. Ist das 40? Das ist nicht wirklich auf... Okay, passt schon. Was, 75 war es, ne? Gut, dann warten wir jetzt 40 Minuten. Damn it. If something goes to shit, it's all the way. That's probably the blown fuse. And I was hoping to clock out early today. What was that? Scheiß Katze, Mann. Where did it go? Wo ist denn Storage? Hier irgendwo. Yeah, it's definitely the fuses. Ist hier? Ich sehe es, ja. Right goes first, left next. Voila. Turn off the radio. Where's that unbearable noise coming from? Oh, Entschuldigung, That's Tür. strange. I'm
pretty sure I closed the window. Okay. Bis jetzt hält mir das richtig gut. Me already. Okay. Ganz ruhig hier, ne? Zurück zum Mixer. Where were we? Oh yeah, the blood alcohol concentration. Haben wir das gestartet? Finish the blood, examine the tube. Well, everything is telling us that the BAC, blood alcohol concentration, is high. Hence the smell we're getting from the deceased. Still, to be 100% sure, I have to send the samples to the lab. Unfortunately, I don't have the equipment to conduct a detailed analysis here. Okay, er hatte sehr viel Alkohol im Blut, aber wir sind uns nicht genau sicher, ob er daran gestorben ist. Und dafür müssen wir es ins Labor schicken, denn wir haben hier nicht das passende Werkzeug dafür. Wir müssen den Magen jetzt rausnehmen. Okay, machen wir das mal. Now let's take a closer look at the stomach. Das wollte, nee, das können wir ruhig drin lassen. Wieder rein damit. Wie machen wir das denn? Können wir es einfach rausnehmen? Ja, können wir. Okay. Müssen wir die richtige Stelle finden zum Analysieren? Ah, hier. As expected, the stomach has no major external damage. In this case, further inspection is no use. We must cut him open. Wie machen wir das? Cut Organ. Was? Aha, oh. Ja, das Spiel hat überraschend viel. Das ist gut. Das ist richtig gut. Wenn es jetzt nicht gleich anfängt, super schnell lächerlicher Horror zu werden, dann ist das hier ein richtig, richtig guter Geheimtipp. Das heißt Geheimtipp, ich weiß ja nicht, wer hier hinter steckt, aber bis jetzt echt stark. Move closer. That's interesting. In addition to a large amount of gas and liquid, the stomach also contains small amounts of yellow-grayish food content resembling some kind of meat. Either our deceased hadn't eaten in days, or some of the bulk of his stomach had found a way out. Okay, er hat seit Tagen nicht gegessen, wahrscheinlich. Oh, it couldn't have been suffocation, could it? Now we need to focus on the cardiovascular system, especially the heart. We take the organ and look it up and down, carefully. Okay, jetzt ist das Herz dran. Alles klar. Also das sind die Sachen, die nur übrig sind jetzt, ne? Alles klar. Herz. Ne, da. At first glance, the heart looks fine. The pulmonary trunk and aorta seem to be in good condition. There are no pathological changes that have contributed to our Toby's death. Well, once we've got the body ticked off, we can move on to the head. Okay, Herz scheint in Ordnung zu sein. Auf zum Gehirn. Mit. Let's take the autopsy saw to cut through the skull to cleave it in two. Remember, the skull, not the saw. Anyway, we will start dissecting the brain from the occipital lobe. In this way, the brain's dura mater is slowly revealing itself. So, Toby, gucken wir uns mal dein Gehirn an. Hallo? Das hier ist ein bisschen viel rumdrehen und hoffen, dass man irgendwie die richtige Stelle erwischt. Was willst du denn angucken? Da, das After the anscheinend. basic examination, we can see that the cerebral gyri in both brain hemispheres are symmetric and the bumps between them are clear. Ja, bin voll deiner Meinung. Was heißt So das? far, so good. The hematoma seems to have had no effect on the organ we're examining. Let's check its transection. Moving on to the incision. Holding a knife with a long, narrow blade in your dominant hand, cut the cranial nerves on both sides, pulling the brain towards you. Okay. Was? Einmal runter. Und dann hoch. Okay, hin und her. Und nicht versuchen, das Gehirn komplett zu zerschneiden, ne? Just one small fragment examined under the magnifying glass is enough to dispel or confirm our doubts. We then take the fragment of the brain to the tray and, literally and figuratively, go over it with a fine-tooth comb. Kleines Gehirnstück analysieren. Was finden wir denn da? Ah, ja. Oh, ja, da sehe ich ganz viel. Just as I initially suspected, we can rule the fatal accident out as well. Okay, kein tödlicher Unfall. Aber was bleibt denn da noch übrig?
Track, ja. Okay, also ob er erstickt ist wahrscheinlich, ne? Ob da irgendwas drin steckt vielleicht. Wie machen wir das denn? Einfach mit der Hand wieder? Habe ich nicht die Hand ausgewählt? Okay, manchmal muss ich, glaube ich, die Hand neu auswählen. So, was finden wir denn hier? Aha, hier, da. Oh ja, oh ja. Was haben wir? Same as we did with the stomach. Gleiche wie And mit dem what kind of Magen, small aufschneiden. organ, such as the trachea, we must perform a precise incision. Präzise. To be able to cut with a very typical blade, we must hold the knife as if it was a stylus. Ladies and gentlemen, I think we've got it. Was haben wir denn? Based on the report and preliminary documentation, it is safe to assume that the deceased passed out after consumption of alcohol and then fell asleep on his back. Then the gastric contents refluxed and flooded the airways, causing death. That's why we don't forget about the recovery position at dorm parties. Okay, gut. In seiner eigenen Kotze erstickt. Wunderschön. Finish. Go to the And now journal it's all card. clear. The death was caused by suffocation. Alles klar. Haben wir das jetzt ausgefüllt? Ich bin mir nicht sicher, was das hier bedeutet. Kann ich irgendwas auswählen? Possible Death Cause. Haben wir es jetzt ausgefüllt? Accident. Ja, okay, haben wir. Body? Aha. Was ist das denn? Note on the cause of his death. Haben wir das nicht gerade gemacht? In addition to a large amount of gas and liquid, the stomach also contains small amounts of yellow, grayish food content resembling some kind of meat. Ich muss aber drauf Either our drücken, deceased hadn't eaten in days, or some of the bulk of his stomach had found a way out. Rapti. Das finde ich süß. It went quite smoothly today. I'm about to get off. Okay, haben wir erledigt? Schön. Close the chest. Machen wir zu. In order to bring the chest of our deceased back to its initial state, at least to a small extent, we must take the needle in our hand. Ja, ein bisschen zunähen, ja, ne? Na gut, machen wir das mal. Needle. We sewed the deceased using the baseball stitch technique. Yep. This stitching method is very strong and quick to do. Oh. Wer bricht uns hier ab unsere I should Arbeit? probably get to that. Ja, machen wir. Komm, gehen wir durch. Wo ist das Telefon? In meinem Arbeitszimmer? I'm coming, I'm coming. This is Dr. Jack Hanman. Please leave a message. Good evening. How are you? How are you? How are you? What the f... is that supposed to be? Yep. I'll finish the stitching and I'm getting the fuck out of here. Okay. Also das Spiel folgt ja so einem typischen vom Schicksal geplagter halb... Okay, Cutscene. What the fuck? Das war die Demo. Okay, also noch fast gar kein Horror. Aber ich finde das besser. Ich finde das besser so. Ich hoffe, es ist eine smarte Idee, nicht die Jumpscares hier drin zu haben. Und keine wirklichen Scares, sondern so ganz leichten Horror. Aber es ist natürlich ein riesiges Klischee, ne? Der vom Schicksal geplagte, halbalkoholische Typ, der jetzt nur noch in seiner Arbeit steckt. Es müsste eigentlich nur ein Detective sein und wir hätten das größte Horror-Klischee aller Zeiten. Aber der ist halt hier mit seinen Autopsien zugange. Aber die Umsetzung war richtig gut, weil sich halt mal wirklich auf den Job selbst konzentriert wurde. Und der Horror eher so eine Nebensache war. Man hat die ganze Zeit damit gerechnet, dass irgendwas passieren könnte. Aber ich habe teilweise zwischendrin sogar fast vergessen, dass es wirklich ein Horrorspiel sein soll. Und ich habe einfach nur den Jobaspekt selbst genossen. Wenn das hier jetzt gut gemacht wird und die Fälle vielleicht irgendwas mit den Personen selbst zu tun haben, die wir analysieren, und es nicht einfach nur eine, oh, der Geist unserer Frau kommt wieder, weil wir so viel Stress hatten psychisch, dann könnte das wirklich ein richtig gutes Spiel sein. Ich bin ein Fan. Ich bin wirklich ein Fan. Ich bin ein Fan vor allem, weil es halt nicht versucht, zu viel Horror zu sein. Und halt einfach die Thematik ein bisschen ernster nimmt. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Wenn ihr von der Folge rauskommt, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare und lasst mich auch wissen, in welche Richtung es dann gegangen ist. Weil das könnte ein Spiel sein, was wirklich tatsächlich sich sehr gut in Episodenformat anbietet, ne? Also wo die einfach einen Fall nach dem anderen rausbringen und immer ein paar kleine Sachen vielleicht passieren. Wenn man das gut umsetzt, haben die hier ein verdammt gutes Konzept. Ein verdammt gutes Konzept. Macht bitte nur nicht zu sehr Hollywood-Horror hier rein. Das am Ende wirkt jetzt schon ein bisschen zu sehr, oh, er ist weg und dann ist der Geist hinter uns, Licht geht aus, wusch, Feuer, nein, die Katze, I will kill you, ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt, oh Gott, das wird schlechteste Auto aller Zeiten, tschüss.